Ich bin unterwegs im schnellsten Tretauto der Welt. Aber das Besondere ist, da geht noch mehr. Wahnsinn! Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und ich bin heute beim echten Pionier der Elektromobilität, bei Twike. Und das Twike hier hinter mir, das bin ich gerade gefahren. Aber da kommt noch sehr viel mehr im Laufe des Videos. Gehen wir doch mal rein und wir treffen gleich erstmal Martin, den Geschäftsführer. Martin, einmal Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer und Name des ersten Haustiers, bitte. Ja, okay, mein erstes Haustier, da fange ich vielleicht da an. Was ist die Geschichte von Twike? Twike ist ja erfunden worden in der Schweiz von jungen Studenten, die seinerzeit ein Mobilitätsprojekt für einen Wettbewerb in Kanada da teilgenommen haben und haben da ein Liegerad reinweg Pedal betrieben. Also es war tatsächlich ein reines Recumbent-Bike, was die dargestellt haben, 50 Kilogramm schwer, 50 km/h sollte schnell sein. Und es hieß am Anfang 50-50, hatte noch gar nicht den Namen Twike. Und hat aber mit seiner Optik, mit seinem Design, mit all den technischen Lösungen, die als Liegerad da umgesetzt wurden, hat es schon begeistert. Das ist aber nie in Serie gegangen, sondern das wurde dann auch da weiterentwickelt. Man hat erkannt, die 50 km/h zu erreichen, reinweg mit Muskelkraft, das war dann doch wieder nicht alltagsgerecht. Auch schon zu der Zeit, das war 1986, hat man über Elektrifizierung nachgedacht. Und da gab es ein weiteres Modell oder eine weitere Phase, das war dann doch das Twike 2, was da vorgestellt wurde, auch noch nicht Serie. Aber oder nicht Twike? Oder doch, dann hat man schon in Twike den Namen gewechselt oder die Marke begründet. Twin Bike, Twike 2, das war zu der Zeit schon elektrifiziert, aber allerdings noch mit einer Motorisierung, die eher so auf Niederspannung beruhte. Und dann ist man an die Fragestellung gegangen, wie industrialisiert man, also wie sieht das in Serie aus. 200 Fahrzeuge wollte man bauen, 200 Kunden hat man gesucht zu der Zeit. Und die Lösung war dann ein 336 Volt Akku und ein Standard-Industriemotor, also ein Asynchronantrieb, der mit einem Wechselrichter angetrieben wurde und andererseits das System aber auch Ladesystem fürs Fahrzeug war. Also das Ganze nennt sich Inverter Charging und das ist die Basis des Ladesystems beim Twike 3. Wie ist dann und wann ist das Twike dann hier nach Rosenthal gekommen? 1995 ging dann das Twike 3 in Serie. Mein Bruder hat es auf der Strecke, also in Vorstellungen, hat es entdeckt und sagte, ich habe mein Fahrzeug gefunden, das will ich. Und er hat dann mit meinem Kollegen heute, also Bernd Werner, 50% Partner der Firma Twike, hat er dann den damaligen Schweizer Hersteller, die Twike AG, Ralf Snüder und seine noch heute Kollegen besucht und hat die unterstützt beim Bau der Prototypen. So ist ein relativ früher Kontakt da zustande gekommen und ein früher Einstieg, wo ich noch gar nicht dabei war. Da war hier nur ein Bauernhof, es ist heute noch ein Bauernhof, aber damals war es nur ein Bauernhof und irgendwie eine Grube. Und wir haben an unseren eigenen Fahrzeugen geschraubt, aber wir hatten keinen Produktionsablauf oder kein Lager oder all das nicht. Das haben wir so nach und nach, wir haben uns dann Räume in der alten Stallung haben wir uns freigemacht und haben da das Lager eingerichtet. Und Rosenthal hat eine zentrale Rolle, im doppelten Sinne gespielt. Wir haben eine relativ gute zentrale Lage in Deutschland und können von hier aus gut bedienen. Die Produktion von 50 Fahrzeugen, das kam so 2002, kam der Gedanke stärker auf. Am Anfang haben wir immer nur Bausätze, 5 Stück an der Zahl. Die haben wir importiert und haben dann auch hier vereinzelt Fahrzeuge haben wir aufgebaut. Das war unsere besondere Rolle. Und das alles noch in sehr einfachen Räumlichkeiten. Als wir dann in 2002, unser Lieferant ist ausgefallen. Der hat zu der Zeit hat er probiert, eine Stückzahl zu steigern, die zu der Zeit immer noch nicht möglich war. Die Batterie war noch nicht so weit. Der Hersteller in der Schweiz, die Firma Swisslem AG, der ist dann in die Nachlassstundung geraten. Und aus der heraus haben wir dann mitgeboten. Also wir waren dann bei den potenziellen Käufern, haben zum Schluss das beste Gebot abgegeben und mussten dann übernehmen. Wir sprechen jetzt natürlich über Kleinserie. Wie viele Twike wurden über die Jahre gebaut und wie viele fahren noch? Twike 3 sind über der Strecke ca. 1050, 1070 sind in etwa gebaut worden. Ca. 50% der Fahrzeuge sind noch auf der Straße. Wir brauchten einen neuen Standort, an dem wir zumindest die Stückzahl, die wir zu der Zeit abgesehen haben, produzieren konnten. Das waren 50 pro Jahr, die wir erfahrungsgemäß, die wir gut absetzen konnten und auch hier drin gut produzieren konnten oder in einer geschlossenen Räumlichkeit.
Und dann haben wir uns überlegt, wie muss die Räumlichkeit aussehen, damit wir diesen Produktionsablauf darstellen. Okay. Sie ist speziell dafür gemacht. Alles mit Holz und natürlich so nachhaltig wie möglich, weil euer Produkt ist ja auch so nachhaltig. Also wir haben, genau, Holz war relativ schnell, ist es herstellbar, es ist alles trocken, wenn man das weiter bezieht. Es ist vom CO2-Einsatz bzw. von der CO2-Bindung ist es ein guter Baustoff. Sind aber auch Lösungen hier im Boden. Also wenn man sich hier den Boden anschaut, wir haben nur gepflastert. Wir haben hier drunter in den Randbereichen haben wir Schaumglasschotter verbaut. Also wir haben auf einen guten Wärmeübergang geachtet. Das ganze Gebäude ist Passivhausbauweise. Das heißt, wir brauchen relativ wenig Heizenergie, um das Gebäude zu heizen. Und wir haben einen relativ großen Anteil, sogar 4-mal mehr, als wir selber brauchen, an quasi Überschuss an Photovoltaik, die wir jetzt nicht auf dem Gebäude, aber auf dem ursprünglichen Hauptgebäude erzeugen. Das ist stark. Und das Besondere ist, dass ihr das auch für euer Eigenheim haben könntet. Bei Enpal bekommt ihr das Komplettpaket aus PV-Anlage, Wallbox, Heimspeicher, Wärmepumpe, all das, was ihr für eure elektrische Zukunft braucht. Und Enpal übernimmt auch die komplette Auslegung und Planung der Anlage inklusive der Montage. Und das Tolle ist, sie sind in der Regel innerhalb von 6 Wochen nach Vertragsabschluss mit allem fertig. Bei regulären PV-Anlagen bekommt ihr nur die normale Einspeisevergütung bzw. nach dem Willen der Politik eventuell demnächst gar nichts mehr. Enpal macht das anders. Euren zu viel produzierten Strom verkaufen sie nämlich direkt am Strommarkt und können damit das 2- bis 3-fache dessen erreichen, was ihr ansonsten bekommen würdet. Das heißt, bis zu 2.000 € im Jahr. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, so wie heute, dann könnt ihr in einigen Regionen für 16 Cent pro Kilowattstunde den Strom einkaufen, was wiederum deutlich weniger ist als bei allen anderen Anbietern. All in all ist Enpal vielleicht nicht der günstigste Anbieter, aber ihr habt eine sehr hohe Flexibilität. Ihr könnt entweder direkt investieren oder es in monatlichen Raten bezahlen und ihr bekommt wirklich das Komplettpaket aus einer Hand, bei dem ihr euch um fast nichts kümmern müsst. Über 100.000 Kundinnen und Kunden vertrauen schon auf den Marktführer und auch ihr könnt euch jetzt euer Angebot über diesen QR-Code hier oder den Link unten in der Videobeschreibung einholen und bis Ende November bekommt ihr noch 250 € Rabatt. Checkt es also erstmal aus und vielen Dank an Enpal für den Support der Radelbande und dafür, dass wir hier sein können. Wir gucken uns jetzt mal das Twike ganz genau an. Warum 3 Räder? Was war die Idee hinter einem 3-rädrigen Fahrzeug? Ich glaube, der Hintergrund begann ja bei einem Recumbent-Bike. Und ein Fahrrad, auch ein Recumbent-Bike, ist in der Natur erstmal zweirädrig, einspurig. Ja. Und wenn man 2 Leute, also Ungleichgewichte, Verteilung irgendwie organisieren will, dann wählt man sich 3 Punkte, um in der Ebene ein Fahrzeug oder was auch immer stabil abzustellen. Ja. Man hat nicht mehr Räder dran gebaut, als unbedingt sein mussten. Ja. Man hat einfach so viel, wie nötig waren. Da gibt es ja jetzt die wildesten Stories, ne? Reliant Robin zum Beispiel. Wenn man sich physikalisches Fahrzeug oder die Fahrzeuge vergleicht, der Schwerpunkt hier beim Twike 3, der ist schon dahin organisiert, wo er hingehört, nämlich in die Nähe der Hinterachse. Hier liegt er vom Grundsatz her schon richtig. Er muss sehr tief liegen und er soll auf jeden Fall näher der Hinterachse als der Vorderachse sein. Ich werde die da gleich mal fahren und da bin ich schon sehr gespannt, euch mitzunehmen. Aber was sind jetzt so die technischen Details? Leergewicht, ca. 240 Kilo hat es mal angefangen. Das war noch mit Kunststoffscheibe, kam irgendwann die Glasscheibe dazu. Größere Akkus, Innenausstattung und man ist so im Schnitt bei 300 bis zu 320 Kilo Leergewicht ist man zum Schluss gelandet. Der Asynchronmotor hat 3 kW Nennleistung, so 5, 6, 7, 8, kurzfristig auch mal 9 kW Peak, die ich da abrufen kann beim Beschleunigen. Das ist ja das, was ich dann so wahrnehme als Beschleunigung oder Beschleunigungsleistung. Und mit dem schaffe ich es auf 85 km/h. Ich kann 2 Leute hier bewegen, trocken transportieren. Man pedaliert hier drin, man kleidet sich wie beim Spazierengehen. Man bleibt da immer warm. Und wer mehr möchte, kriegt auch stärkere Heizleistung verbaut. Aber in der Regel reicht die normale Scheibenheizung aus, um das Fahrzeug im Innenraum zu heizen. Insgesamt haben wir da noch Platz für Transport von Koffer oder Gepäck. Das kommt dann nach hinten. Da ist genügend für Einkauf, aber auch für Reise. Und mit den mittlerweile Reichweiten von über 500 Kilometer mit der größten Batterie, wir haben 613 haben wir im Maximum mal geschafft, kann man auch schöne Tagesetmale zurücklegen. Die tägliche Reichweite, also ich würde die auch versuchen unter 100 Kilometer irgendwo zu halten.
Das Ganze hat auch was mit Komfort zu tun. Das Ganze hat auch was mit, also wie flüssig kann ich in welchem Straßenverkehr mitfahren. 2007 haben wir gewechselt auf eine kleine Lithium-Mangan-Zelle. Und das war uns damals gelungen, oder beziehungsweise ist mit dieser Zelle gelungen, das Ganze ohne Batterie-Balancing-System auszustatten. Und das ist die Besonderheit hier beim Twike 3. Es hat ja von Beginn an kein Balancing-System für den Nickel-Cadmium gebraucht und dieser Lithium-Mangan, also speziell diese eine Zelle, die hat es auch nicht erfordert. Und da gibt es eine, die Einzelzelle ist eine 18650 in der Basis. Die haben wir mit 56 Zellen in einem Päckchen zusammengeschaltet, schaffen da so 50 Volt Päckchen, also vier Zellen parallel, 14 in Serie. Und mit denen kriegen wir dann, jetzt muss ich selber rechnen, das sind 3,5 Kilowattstunden mal 7. Genau. Okay. Das ist das Maximum, was wir aktuell unterkriegen hier am Twike 3, was aber von den meisten Kunden nicht verlangt wird, weil die gar nicht diese Riesenreichweite brauchen. Das erste Twike, das hat so 60 Kilometer Reichweite gehabt und heute schaffen wir über 600. Ja, wow. Also die höhere Energiedichte, das war immer der limitierende Faktor oder die Energiedichte an sich der Zelle. Und das ist schon für uns gefühlt seit über 15 Jahren ist das nicht mehr die Limitierung. Ja. Insofern ist das Thema ist durch, also E-Mobilität ist durch, trotzdem natürlich noch mit welchem CO2-Footprint, mit welchem Fußabdruck und mit welcher Nutzung. Was ist der Gewinn für mich selber? Ist es nur Mobilität oder ist es auch, und das ist die Besonderheit beim Twike, ist es auch der sportliche Aspekt, also bringt es mir auch gesundheitlich was im Alltag? Idealerweise ist es ein Fahrrad, idealerweise kann ich zu Fuß gehen, aber für viele reicht das nicht aus. Ja. Da kommen dann Strecken dann doch, die mit dem Fahrrad nicht abgedeckt werden können und da kann ein Twike eine Rolle spielen. Für uns ist ein Auto, das sehen wir in der Wahrnehmung, die wir jetzt gewonnen haben, ist ein Auto oft zu groß. Ja. Da bewegt man zu viel Masse, um nur einen Körper, auch selbst wenn man 200-300 Kilometer weit fahren will, dann ist das wieder zu schwer. Und das kann diese Lücke kann ein Twike gut füllen. Oftmals ist der sogenannte Zweitwagen, ist der für morgens früh an die Arbeit pendeln und abends nach Hause. Da ist es gut für, und nach unserer Wahrnehmung ist es da sogar der Erstwagen und der große wird zum Zweitwagen. Ja, spannende Perspektive auf jeden Fall. Ihr seid ja ein Kleinserienhersteller, habt dadurch nicht ganz so die großen, ihr habt hier kein Airbag etc. drin und solche Späße. Ne? Was sind trotzdem so Dinge, die ihr als Kleinserienhersteller beachten müsst, wenn es darum geht, um die Zulassung von solchen Fahrzeugen? Also es sind so die ganz minimalen Anforderungen der Betriebssicherheit, der Allgemeinsicherheit, der Fahrsicherheit. Wenn man da was rausbringt und man weiß schon, das könnte kritisch in der Bedienung sein oder kritisch im Verständnis, dann ist da größere Obacht auf ein Training zu geben, größere Obacht auf Erklärung des Produktes. Und das auch nicht nur mit geschriebenen Worten, sondern das muss man dann auch sicherstellen, dass das angekommen ist. Das ist so unser Standard, dass wir dann auch einweisen ins Produkt und dass wir erklären, wo sind die Besonderheiten und dann so ein bisschen abwägen, kann der oder kann sie oder er da alles richtig machen. Und so eine Einweisung habe ich ja schon bekommen. Und deswegen werde ich jetzt mal mich in das kleine Twike setzen und eine Runde drehen. So. Ich bin wieder gespannt wie ein Flitzebogen, dass ich das auch alles richtig mache unter den Augen des Chefs. Ja, war aber eigentlich nicht kompliziert. Also erster Eindruck, das ist eine richtig muggelige Kabine hier. Sicherheitsgurt natürlich anlegen. Bin im Drive, löse die Bremse und dann kann ich im Grunde schon losfahren. Und schon sind wir im Twike unterwegs. Wenn man einen Führerschein hat, dann weiß man zwar im Grunde, wie man Auto fahren muss, aber das ist schon noch mal etwas anderes, weil die ganzen Bedienungen sind natürlich deutlich anders als das, was man von einem Auto gewöhnt ist. Was man aber wirklich sagen muss, das geht echt gut nach vorne. Wir sind jetzt so bei 45, 50 km/h und die Bedienung wird halt von Tasten geregelt.
Und was jetzt euch vielleicht auffällt, ich trete gar nicht, weil es ist zwar ein Tretauto, aber ich muss nicht treten. Ich kann aber treten. Und zwar habe ich jetzt erstmal den Tempomaten eingeschaltet und jetzt habe ich den Tretantrieb mit dazu geschaltet. Gibt es auch in mehreren Gängen dann. Und dann kann ich mit einem Antrieb auch dafür sorgen, dass so ein bisschen Kraft von dem Motor übernommen wird, von meinem Tretantrieb. Und somit halt etwas der Akku geschont wird, beziehungsweise ich nicht so viel Strom verbrauche. Tatsächlich kann man auch das Trike nur mit den Pedalen antreiben, aber bei dem Gewicht könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich nicht ganz so praktikabel ist, aber zum Beispiel zum Anfahren auf einer flachen Ebene reicht es. Jetzt mit 55 km/h wird einem dann auch schön warm hier drin und man kann im Grunde die gesamte Steuerung mit der Rekuperation und dem Antrieb steuern. So, und dann zum Anfahren. Es fühlt sich an wie ein kleiner Sportwagen, muss man wirklich sagen. Die Fahrt ist direkt. Es ist aber nicht unbedingt laut hier drin, einfach weil hier kein Verbrennungsmotor drin ist, sondern das alles eben elektrisch passiert. Ist es verhältnismäßig leise, man hört natürlich den Motor hinter einem. Es fühlt sich so ein bisschen an wie in einem Jet sitzen. Also ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, aber ich glaube, das kommt dem schon irgendwie am nächsten. Der Zeigefinger gibt Gas in 2 Stufen. Der Mittelfinger, der rekuperiert und bremst somit auch. Und so kann man hier diese wundervollen Straßen rund um Rosenthal genießen. Oder halt auch jede andere Straße. Also ich kenne einen Trike zum Beispiel auch aus Lübeck. Da fährt eins rum. Und tatsächlich ist auch für so einen Lulatsch wie mich doch ziemlich angenehm hier drin zu sitzen. Es ist ein Fahrrad mit Superpower und komplett regen- und wettergeschützt. So, ich kenne die Straße natürlich nicht, deswegen mache ich mal ein bisschen langsamer. Es ist wirklich sehr sportwagenmäßig. Also es ist schon hart gefedert, aber ein sehr sicheres Fahren tatsächlich hier auf bei dem Trike 3, also bei dem Prinzip, das ja schon einige Jahrzehnte alt ist. Man sitzt natürlich sehr tief in diesem Fahrzeug, sehr sportlich, aber die Übersicht ist gut durch diese großen Scheiben hier überall. Die Lenkung ist sehr schnell in Fleisch und Blut übergegangen. Schon leichte Bewegungen führen dazu, dass das Trike einlenkt. Aber man hat sich sehr schnell dran gewöhnt und dadurch, dass das so leicht ist, braucht es natürlich auch so keine Späße wie Servolenkung oder so, sondern man ist einfach, ja, wie in so einem alten englischen Roadster unterwegs. Ja, das lässt sich wirklich sehr leicht steuern über diese beiden Tasten, über die Rekuperation und das Gas geben. Und optional kann ich halt immer wieder dazu Gas geben. Ne? Wie lustig, ey, das ist echt flott, das Ding. Das macht ultra viel Spaß. Genau, und jetzt hier die Feldgasse rein. Ist das lustig, ey. Und so, Rückwärtsgang aufbauen. Da stehen wir dann wieder. Warte, das ist ja tatsächlich wie Fliegen, wie ihr es versprecht. Das können wir toppen. Komm mit rein. Ich hatte das natürlich schon gesehen. Ne? Ist ja nicht so, dass ich nicht hier drin gewesen wäre eben noch. Das hier ist jetzt das Trike 4. Was ist da, nur mal ganz grob, was ist da der Unterschied zum Trike 3? Trike 4 ist entwickelt worden für einen Wettbewerb in den USA.
Der hat uns auf 64 Seiten hat er uns relativ einschränkend aufgetragen, wie oder welche Kriterien da zu erfüllen sind. Und wir haben die Twike-Idee haben wir genommen und haben die mit diesen Aufgaben verknüpft, oder mit diesen Anforderungen verknüpft. Okay. Und technisch ist da die Basis für das Twike 5 rausgekommen, also ein neues Fahrwerkskonzept, ein neues Lenkkonzept und eine neue Anordnung der Batterie, Organisation des Schwerpunktes. Und so in dem Gesamtergebnis kam dann für uns was raus, wir haben das physisch nicht erwartet. Also wir haben gemerkt, dass jetzt das ist eine andere Liga, in der wir jetzt sind. Ja. Und einfach, weil wir gewisse Regeln eingehalten haben. Und das hat für uns eigentlich, ja, ich sag mal, einen neuen Erkenntnisstand gebracht, der jetzt zum Twike 5 geführt hat. Okay, hier haben wir jetzt aber keine Pedale. Also doch, wir haben Pedale. Ein Bremspedal. Ein Bremspedal. Wir haben den Raum freigehalten für ein Pedalsystem. Ja. Der Wettbewerb hat das nicht vorgeschrieben. Okay. Und wir haben gesagt, okay, wir machen alles, was der Wettbewerb vorschreibt. Und wir legen aber alles an, was wir brauchen, um das dann später in Serie zu überführen. Es wären Pedale reingekommen, kommen ja auch rein beim Twike 5. Okay, Twike 5. Was sehen wir hier jetzt genau? Wir nennen das den Fahrerprobungsträger. Da ist das Chassis umgesetzt, also sprich die Karosserie, aber auch das Fahrwerkssystem, muss man schon dazu sagen, also das komplette Fahrwerk und alle Bauteile, die dafür notwendig sind, auch die Lenkung. Die Batterie hier komplett im Unterboden integriert, also sprich zwischen diesen beiden Schwellern, die man außen als Rahmenbegrenzung wahrnimmt. Dazwischen ist in einer Sandwich-Bauweise ist da eine Batterie mit 40 Kilowattstunden Energieinhalt ist untergebracht. Allein die Batterie hat ein Gewicht von ca. 200 Kilogramm. Ja. Der Rahmen hat ein Gewicht von ca. 100 Kilogramm. Das ist aber erstaunlich leicht. Also 100 Kilogramm Rahmen finde ich jetzt ziemlich leicht, dafür, dass er ja schon recht amtlich ist. Ne? Ja, wir haben auch hier einen Spezialisten mit ansprechen dürfen oder mit nutzen dürfen, die uns geholfen haben, einen Rahmen aus Blechen, aus Aluminiumblechen, die werden gelasert, die werden gekantet, die werden dann bei uns eluxiert, danach wird das alles zusammengeklebt und die ganze Raumgestalt, so möchte ich es mal bezeichnen, die dabei rauskommt, die hat dann entsprechende positive Eigenschaften, Steifigkeiten, Festigkeiten, aber auch so Crashaufnahme dann ermöglicht. Ja, genau. Sprechen wir einmal kurz über das Thema Crash. Ich glaube, das ist ein Thema, was natürlich bei solchen Leichtfahrzeugen viele Leute beschäftigt. Das Twike 3, wenn man da jetzt reinguckt, dann sieht man ja auch durchaus diesen Rahmen, der auch über die Köpfe der Insassen rübergeht. Ja. Also es ist durchaus auch stabil gebaut. Aber wir sind ja natürlich mit so einem Leichtfahrzeug mit anderen Verkehrsteilnehmenden auf der Straße, die deutlich größer und schwerer sind. Ja, ja. Also da ist sicherlich immer die Herausforderung, dass man unterschiedlich schwere Unfallgegner miteinander organisieren muss. Also man muss da immer schauen, welche Auffälligkeiten, will man Auffälligkeiten, sage ich jetzt statistisch, will man irgendwie abfangen und wie will man die so organisieren, dass das dann doch möglichst glimpflich verläuft. Ja. Wir haben beim Twike 3 festgestellt, dass der Rahmen so unscheinbar der wirkt, der hat eine extrem hohe Schutzwirkung, wenn der Unfall mit sich selber passiert. Also die eigen mitgebrachte Energie oder die kinetische Energie, die wird ganz gut über den Rahmen abgefangen. Wobei wir, das hast du heute auch erlebt, wir sind uns der Unsicherheit, also gerade dieser Kontakt mit schweren Unfallgegnern, da sind wir uns bewusst und wir versuchen das zu kompensieren mit einem Bewusstmachen der Fahrer, der Piloten, der Pilotin, die ein entsprechendes Fahrtraining über sich ergehen lassen, also das Fahren lernen, aber auch bewusst gemacht wird, dass sie nicht der stärkste Teilnehmer im Straßenverkehr sind. Ist ja tatsächlich ähnlich dann auch wie beim Motorrad. Also da muss man einen eigenen Führerschein für machen natürlich. Das ist nochmal ein anderes Erlebnis. Du hast ja einen Helm auf, aber ansonsten war es das ja auch. Hier hat man ja trotzdem einen stabilen Rahmen. Also ja, doch eine gute Überrollschutz. Man sieht das hier mit den Seitenbügeln, die hier mit einem Chromolybdenstahl abgebildet sind. Also eine Überrollkonstruktion, die da
auch recht gut, auch für den Seitencrash. Also man muss sich hier ein schweres eindringendes Fahrzeug von der Seite, muss man sich vorstellen, wie wird dann Energie abgebaut, wie wird die in die sonstige Rahmenstruktur übertragen und wie opfern sich dann welche Teile. Hier ist jetzt, was man aktuell sieht, da ist noch nicht alles abgebildet. Also da ist auch noch Bügel in der Tür, da kommt auch noch ein Zusatzbügel an die Seite, was auch so eine kleine Einstiegshilfe sein wird. Hier vorne haben wir einen sogenannten I-Träger, also einen Instrumententräger, der auch Lasten von der einen Seite auf die andere Seite übergibt, also die andere Rahmenseite mit beeinflusst. Wir haben hier vorne noch eine Rohrstruktur, die ist ja jetzt für die Fahrerprobung, ist die nicht notwendig. Da kommt dann auch die Lampe weiter nach vorne und da wird auch Energie, wenn die jetzt von vorne irgendwo Anstoß frontal, wird die auch da erst abgebaut, bevor das in letzter Konsequenz auch im Hauptrahmen aufgenommen werden kann. Ja. Ziel ist immer, möglichst viel Energie abbauen, möglichst viel Energie in den vorgelagerten Bauteilen, die günstiger sind, die aufzubrauchen. Und je tiefer man kommt, bei höheren Geschwindigkeiten wird das unumgänglich sein, dann opfert sich auch der Rahmen. Und dann ist wieder wichtig, dass der Körper der Insasse, dass der möglichst wenig Verletzungen davon trägt. Ja, das wäre jetzt ein echtes Downer-Thema, ne? Crash und so. Will man nicht. Aber es ist technisch sehr, sehr interessant, auch mal das jetzt hier so nackig zu sehen. Ja. Was sind jetzt so sonst noch die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Twike 3? Also zum Twike 3 ist ja sehr viel im Bereich Fahrwerk passiert. Das ist eigentlich so, was in der Wahrnehmung, du wirst es noch erleben, was so Komfort, aber auch Fahrstabilität, also sprich das Kurvenfahren oder auch ein Lastwechsel bei Kurvenfahrt, wo das, ich sag mal, aufgenommen wird und dann auch immer optimal das ist die große Herausforderung bei einem Dreiradseitenführungskraft, der Hinterachse erhalten bleibt. Ja. Und das ist organisiert durch eine speziell hierfür konzipierte Achse, die abgeleitet ist aus einer ich will nicht sagen 100 Jahre, aber 70, 80 Jahre alten Lösung, die uns hier ein Fahrwerksexperte, der hat uns hier regelrecht die Augen geöffnet, hat uns schon beim Twike 4, hat er uns im Grunde aufgezeigt, worauf wir achten müssen, dass ein Dreirad, speziell ein Delta-Dreirad, also vorne nur ein Rad, hinten zwei Räder, wie da die Hinterachse auszuführen ist, was die Funktion der Räder, der beiden Räder oder Reifen am Straßengrund, was die ist, wie eine Sturzänderung, wie eine Spuränderung dann bei Lastwechsel dann erfolgt oder wie man überhaupt ein Nicken von vornherein minimiert, also sprich das seitliche Rollen bei Kurvenfahrt. Und das ist durch diese hier spezielle Achskonstruktion ist das ermöglicht. Ja. Hat die einen speziellen Namen? Also kennt man die irgendwie aus dem Automobilbereich? Also ich nenne sie De Pauli-Achse, weil der Entwickler heißt Dr. Pauli. Vom Ursprung her, sie ist abgeleitet aus einer sogenannten DDO-Achse. Ein normaler Golf, der hat auf der Hinterachse, also ich spreche jetzt von den alten, ich habe die neuen mir im Detail noch nicht angeschaut. Und die haben da auch so eine Verbundlenkerkonstruktion, die relativ kostengünstig einerseits ist und trotzdem in ihrer Funktionalität auch schon viel abbildet. Da ist viel, wird über Elastizitäten des Materials wird da aufgenommen, also die entsprechenden räumlichen Bewegungen der Bauteile, das wird über Elastizitäten, die man aber dann wiederum gut absichern muss, dass ein Material da nicht zur Ermüdung kommt und da vielleicht irgendwelche Brüche oder Ausfälle entstehen. Und das ist bei uns, ist das durch ein bewusstes ineinander lagern und regelrecht aufgelösten Lastfaden, also aufgelöst, weil hier kann sich das eine Rad unabhängig vom anderen bewegen und Torsion wird halt nicht als Torsion auf der anderen Seite abgegeben, sondern das ist komplett torsionsfrei bis zur zweiten Achshälfte. Ah, okay. Und wir haben weiterhin, oder ihr, nicht wir, ihr habt weiterhin Heckantrieb, weiterhin den Motor in der Mitte? Ja, also wir sprechen vom Mittelmotor, weil er sich vor der Hinterachse befindet. Also das Getriebe ist leicht hinter dem Motor angeordnet, das wird auch so bleiben, ist auch beim Twike 3 ist das schon so gelöst gewesen. Schwerpunkt des Gesamtkonstrukts liegt hier 1/3 vor der Hinterachse, 2/3 hinter der Vorderachse. Wir haben hier eine Lastverteilung von 33% auf jedem Rad.
Gut. Also gar nicht. Mit einem auch die Passagiere inkludiert? Die sitzen ungefähr an dem Sollschwerpunkt. Also da ist dann auch, das ist dann dieses Ausbaldowern, was man so in dem ganzen Entwicklungsprozess macht. Also wie wirkt sich dann beladen, eine Person, zwei Personen, kommt dann noch Gepäck dazu, wie negativ verändert das dann die Lage des Schwerpunktes und idealerweise tut es das möglichst wenig. Ja. Anhängelast? 350 Kilo werden es absehbar sein. Im Ernst? Ja. Genau, es ist nicht die Aufliegelast. Ne? Also also man könnte auch mit einem Twike und einem kleinen Anhänger tatsächlich auf Reise gehen. Genau, es ist eine abnehmbare Anhängekupplung, die ist auch nachrüstbar. Aber guck mal, da habt ihr doch schon mal einen mega Vorteil im Vergleich zum ID.3 zum Beispiel. Habt ihr keine? Der hat nur eine für Heckträger. Der hat keine Anhängelast. Ja, das sehen wir anders. Also es soll schon nutzbar sein, ja. Ja, das erstaunt mich. Ich dachte, das wäre einfach nur, um das mal irgendwie zu testen. Aber 300 Kilo Anhänger, also 350? Also es liegt, eigentlich wollen wir noch viel mehr. Wir wollen national würden wir gerne mehr zulassen. Also für uns selber, damit wir selber einen Twike 5 hinter dem Twike 5 transportieren. Das müssen wir aber noch mit dem Zulassungsdienst, bis wir da nochmal sprechen. Die Vorgabe bei L5E ist halbes Leergewicht. Das ist so eine einfache Regel, die einfach aufrufen, weil sie sagen, da wird wohl das Fahrzeug noch stabil sein. Wir glauben, es ist viel stabiler und deswegen sehen wir da auch 1000 Kilo dahinter. Haben wir keinen Schmerz mit. Stark. Das ist echt stark. Du bist ja schon ordentlich gefahren, ne? Ja. Wie viele Kilometer hat der jetzt drauf? Wir haben sicherlich so 300 werden es sein. 300? Ja. Okay, das ist weniger als ich dachte. Ja. Aber in Urlaub waren wir noch nicht damit. Nee, okay. Ist auch, glaube ich, ein bisschen... Also da würde ich dann, glaube ich, auch mit Helm fahren. Jetzt möchte ich mal erleben, wie es sich fährt. Das machen wir. Los geht's. Ja, zieh wieder eine Jacke an. Also einfach mal das Wahrnehmen des Abrollkomforts, wie viel anders das ist. Ja, das ist eine ganz, ganz andere Nummer tatsächlich. Genau, beschleunigt wird hier auch mit dem Zeigefinger. Hier ist es allerdings eine Wippe. Und die Wippe mit Eintauchtiefe ruft die mehr Drehmoment ab. Ich gebe jetzt zweimal hier kurz Gas, damit du einfach mal ansatzweise... Wahnsinn! Was? Du merkst auch auf so einen abfliegenden Untergrund. Hier ist jetzt auch wieder Laub. Ja, ein bisschen Seitenführung verlieren. Das ist ja unfassbar. Kann man noch dran. Beschleunigungsvermögen ist auch, das ist nicht, woran es hier mangelt. Ja. Mangelt gerade an der Außentür, sage ich mal. So ein bisschen, ja. Wir haben in der Theorie über Fahrstabilität gesprochen und über wie sich das Fahrzeug neigt oder was dann die Reaktion ist, dass dann das kurveninnere Rad, dass das entlastet wird, dass die Seitenführungskraft dann komplett von dem äußeren Rad dann übernommen werden muss. Ja. Und das ist so, was man einem Dreirad erstmal überhaupt nicht zuordnet. Da sagt man, das ist ja nur unstabil, das kann ja nach vorne überkippen. Dem ist nicht so. Wenn der Schwerpunkt an der richtigen Stelle organisiert ist, dann ist das Kippen, kann weit weg von dem sein, wo es beim normalen Auto vielleicht schon anfängt und wo wir hier dann noch nicht sind. Aber das ist ja, also wenn wir was rein vom Komfort mal betrachten, dann ist es ja eine andere Welt im Vergleich zum Twike 3. Ja. Das Twike 3, das macht Spaß und es fühlt sich sehr echt an, aber das hier ist ja... das ist motorradähnlich, ne? Das ist sehr motorradähnlich. Hier ist jetzt wieder Steigung am stärksten. Ja. Es soll ein Auto ersetzen können. Ja. Der Anspruch ist da und ich glaube, sogar im Fahrspaß kannst du das noch weit übertreffen. In der Sinnhaftigkeit, ein geringer Energieverbrauch, das soll einen normalen Autofahrer soll das eigentlich überzeugen können. Warum jetzt eigentlich noch das Auto? Ich will das gar nicht mehr. Ne? Ja. Wir fahren jetzt hier nochmal eine Schlechtwegstrecke. Die ist ein schönes Beispiel für auch nochmal den Fahrkomfort. Das Handling, ne? Ich lenke jetzt mit einer Hand.
Das ist auch immer oft so eine Frage, wenn man hat zwei Hebel, muss man mit zwei Händen lenken. Ja, wenn man scharfe Manöver fährt, ist es besser, beide Hände an den Hebeln zu haben. Aber ansonsten, der hat einen guten gerade Auslauf und selbst auf so einer, na du ahnst schon, was hier drunter gerade straßenmäßig abgeht. Ich bin hier vorhin ja auch mit dem Trike 3 lang gefahren. Ja. Und das war tatsächlich, man hat wirklich jede kleine Rille gespürt und also der Komfort hier jetzt rüber zu rollen ist sehr viel angenehmer und sehr viel glatt gebügelter, obwohl wir ja auch größere Räder haben, etwas breitere Räder, zumindest vorne. Ja. Das fühlt sich schon sehr angenehm an, muss ich sagen. Wie viel Leistung hat das Fahrzeug jetzt? Gerade mal im Peak 70 kW Leistung. Aber Bremsen und so, es funktioniert genauso wie beim Trike 3. Ja, ich kann hier, das ist jetzt die rein elektrische Bremse, Rekuperation. Oh ja, stark. Die ist hier viel deutlicher, viel spürbarer und ja auch abrufbar, 0 bis 100%. Und ich kann das aber auch, ich kann hier auch mechanisch bremsen. Ne? Okay, ja. Ja, wir haben noch gar nicht pedaliert. Genau, was macht jetzt der Pedalantrieb beim Trike 5? Also zum einen ist eine viel bessere, ich sage immer, ich bin selber ein fauler Treter. Ich mache das gar nicht permanent und vom ersten Meter an. Ich weiß, wir haben Kunden, die tun das und die werden auch hier ideal bedient, weil sie in einer guten Sitzposition, gute Lordoso-Unterstützung, in einer idealen Liegeradsituation oder Position können sie gut hier pedalierend unterstützen. Ja. Wir haben gegenüber dem Trike 3 haben wir die Kurbellängen, die haben wir von 170 auf 145 haben wir die reduziert. Ja. Das ist für einfach auch für kleinere Personen gerade ist das angenehmer, auch mit einem normalen Hosenkleid dann zu pedalieren, ohne dass da die ganze Zeit die Hose am Bein reibt. Ja. Und es erlaubt auch den Raum vorne etwas kleiner auszugestalten, was uns wichtig war an der Stelle. Und was wir jetzt im Gegensatz zum Trike 3, wir haben hier keine mechanische Unterstützung der Antriebswelle, also das Getriebe wird da nicht mechanisch unterstützt, sondern wir erzeugen hier elektrische Energie und die wandeln mit dem Generator. Das passiert hier so auf 36 Volt Ebene und wird dann mit einem Spannungswandler auf die 360, 400 Volt, also circa Faktor 10, wird das dann hoch übersetzt. Ja. Und das ist auch unabhängig, also ich könnte jetzt auch, wenn ich Bock habe, dem Motor so ein bisschen stromtechnisch unter die Arme zu greifen, könnte ich jetzt auch anfangen zu treten. Und genau. Leider hier, deswegen spürst du gerade keinen Fahrwiderstand. Wir haben zwar die Steuergeräte schon drin, das auf dem Prüfstand selber haben wir das alles schon umgesetzt. Hier haben wir noch nicht den Fokus jetzt drauf gehabt, das miteinander zu verheiraten. Okay, du würdest dann hier die Leistung sehen, du hättest da auch die Möglichkeit, deine abgeforderte Leistung dann zu variieren. Also will ich mehr Drehmoment spüren, will ich weniger spüren. Und Zielsetzung ist, dass du halt mal mindestens dein Herz-Kreislauf-Training machen kannst. Also dass du dann vielleicht begleiten mit deiner Smartwatch und dann siehst, was deine Herzfrequenz macht. Und dann machst du hier dein kleines Fitnesstraining auf deinem normalen Pendelweg. Oder wenn du Lust hast und die Zeit dafür reicht. So, oder halt, man kann sich das ein bisschen aufteilen. Der Fahrer oder die Fahrerin fährt und der Beifahrer oder die Beifahrerin muss dann eben treten. Ne, so ein bisschen was machen. Hat jeder was zu tun. Ja, es ist ja nicht viel mehr als, ich sag mal, 150 Watt, die da so in der Umsetzung rauskommen. Ja. Die reichen jetzt nicht aus, um das Fahrzeug anzutreiben. Das wissen wir. Aber im Extremfall, also man kann das hier treiben bis auf 50% Unterstützung. Wer das intensiv machen will, könnte das. Ist aber nicht die Zielsetzung. Es geht um Gesundheit. Es geht nicht um Reichweite. Ja. Reichweite haben wir genügend aus der Batterie. So, jetzt sind wir ein bisschen schmutzig geworden, aber das wussten wir vorher. Minimal, ja. Wird es eine Trike-Rennserie geben? Ach, ich weiß nicht, ob das die Zielsetzung ist. Also geeignet wäre es auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was hier der Wunsch ist, und da habe ich selber Bock drauf, dass man schöne Touren macht. Irgendwo in den Alpen, also irgendwo sich ein paar schöne Serpentinenstrecken aussucht und da, ich sag mal, einfach ein energieeffizientes Segeln und Fahren und Beschleunigen und
Umgebung wahrnehmen, genießen. Entschuldigung für das, ja, das kam jetzt auch. Also das, was wir jetzt hier gerade gefahren sind, das war ja... ja, Wahnsinn. Guck mal, jetzt wollte es uns zum besseren Einkaufen. Hast du dich wieder gefangen, Tillmann? Ja, jetzt geht's wieder. Also wenn das Twike 3 ein Flugzeug ist, dann ist das hier ein Raumschiff. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Wir sind selbst geflasht von immer noch Fahrkomfort. Natürlich ist die Leistung immer das, was irgendwie so ein bisschen noch da reinhaut. Ja. Aber dass alles so gelungen ist und alles so, wie wir, ich sag mal, das ins Lastenheft uns geschrieben haben, dass sich jetzt so in der Praxis erweist. Das ist schön, auch langfristig, sage ich mal, so sicherstellend, absichernd, befriedigend. Ja. Ne? Also was mich besonders beeindruckt hat, war auch auf der einen Seite dieser Sprung in Sachen Komfort, auf der anderen Seite aber auch, dass du hast jetzt sehr viel Erfahrung damit, aber es ist offenbar sehr einfach, es unter Kontrolle zu halten und auch so ein bisschen zu spielen damit. Und das ist ja auch, es ist halt einfach ein flaches, sportliches Fahrzeug. Ja. Es sind ein paar Zutaten, die aus der alten Welt kommen. Also das ist so ein Hinterradantrieb, das ist so Mittelmotor und Schwerpunkt gut organisiert und du merkst die ganze, ich sag mal, das Querrutschen, das kriegst du mit und hast es aber also regelrecht bei uns in der rechten Hand. Also du kannst wirklich damit spielen. Ja. Ja. Seit wann arbeitet ihr an dem Twike 5? Das muss 2012, 13 gewesen sein, dass wir gesagt haben, okay, das, was wir beim X-Preis, beim Wettbewerb mit dem Teilnahme des Twike 4, was wir da nicht erreicht haben und wo wir zwar viele Erkenntnisse und wir sind auf dem richtigen Weg, aber wann gehen wir wieder auf den Weg? Wir würden alles viel schneller machen können. Das ist so ein bisschen jetzt dem geschuldet, dass wir vom Budget her irgendwo immer an der Grenze sind. Also wir wollen eine Kleinserie, das heißt, unsere Entwicklungskosten können nicht ausufern. Wir wollen effizient schon auch in der Kleinserie dann beim Bauen sein. Wir kriegen nicht die besten Einkaufspreise bei vielen Sachen. Ja. Und all das ist so ein beständiger Zwang, also von allen Seiten. Es ist nicht nur ein Zehnkampf, es sind noch mehr und du darfst in keiner schlecht sein. In jeder musst du gut aussehen. Inwiefern unterscheiden sich jetzt die beiden Produkte in der Produktion voneinander? Twike 3 war damals konzipiert auf Leichtbau. Ja. Und natürlich auch auf Umsetzung. Also man musste alles bauen können, aber es war nicht dafür gedacht, dass es optimal in kurzer Zeit oder kürzester Zeit gefertigt werden kann. Die Erkenntnisse, die wir dann bei dem Twike 3 gewonnen haben, das hat uns dazu bewogen, okay, wenn wir es neu denken dürfen, dann muss Folgendes berücksichtigt werden. Ja. Und da ist eine Erkenntnis, wenn man sich das technisch auf dem Blatt Papier klar macht, wenn du von unten nach oben aufbaust, dann lässt sich das leichter von oben draufsetzen und das Gleiche halt von innen nach außen. Also wenn man beginnt, dann eher im Innern des Fahrzeugs und dann immer zunehmend Baugruppen, Bauteile von außen weiter komplettieren. Ja. Und das Ganze aufgeteilt dann wiederum in einzelne Baugruppen, die sinnhaft miteinander zu tun haben. Das ist beispielsweise dann eine große Batterie, die für sich aus vielen Gleichteilen zunächst besteht, auf einer Platte organisiert wird, mit einer zusammenhängenden Platte, wir nennen das Knotenblech, dann wiederum miteinander mechanisch verknüpft wird und diese dann als erste Baugruppe auf einer Plattform, wir haben uns für eine kleine Plattform entschieden, die dann erlaubt, dass wir auf dieser Plattform dann als nächstes eine Batterie aufstellen. So unsere Planung ist 6,5 Stunden, ist die Bauzeit für die Endmontage, die dann an einem Tag ein Fahrzeug auf einer Bühne fertig werden lässt. Ein Werker soll das alleine verantworten. Er braucht ab und zu eine dritte Hand, vielleicht dann einfach eine zweite Person. Aber die Unterschrift leistet am Ende ein verantwortlicher Werker, der auch eine Abnahmefahrt macht und das Abnahmeprotokoll dann zeichnet. One Man, One Twike. Hier soll dann nachher das Twike 5 hergestellt werden. Also wir sehen hier diese beiden Bühnen und drumherum, das fand ich auch besonders interessant, dann die Baugruppenfertigung, ne? Die wird ortsnah. Also da geht es auch darum, dass wir halt nicht die schweren oder vielleicht empfindlichen Teile, dass wir die sehr weit durch den Raum transportieren.
Wir werden jeweils mit einem Zwischenpuffer arbeiten. Das detailliert sich mehr und mehr. Fokus aktuell ist Prototypen. Und da im Speziellen als nächstes wird die Außenhaut, die wird fertig. Die ist im CAD schon lange, hat die ihre Beispielbauteile und die jetzt werkzeugfähig abzuschließen, das ist die Hauptaufgabe. Ja. Über welchen Zeitraum reden wir da? Der Zeitraum ist schon bei uns immer ambitioniert. Ja. Also wir wollen in den nächsten Monaten, und ich möchte es jetzt gar nicht weiter ausdetaillieren, wir drücken jeweils am nächsten Bauteil. Also wir können nicht das in eine Kalenderwoche zuordnen, weil wir auch grundsätzlich mal Feedback kriegen, dass ein Lieferant gerade nicht kann oder dass dem auch ein Werker ausfällt oder dass ein anderer Auftrag irgendwie vordringlicher ist, und dann rutschen wir in der Priorität nach hinten und man kann sehr schwer, kann man das auf Kalenderwochen runterbrechen. Ja. Also praktisch ist uns das nie richtig gelungen. Wie finanziert das ganze Projekt sich? Also wir haben aus der ganzen Vorgeschichte haben wir ja nie jetzt die Millionen gescheffelt, um jetzt nebenbei eine neue Produktion oder eine neue Entwicklung irgendwie aufzugleisen. Wir haben uns orientiert an dem ersten Beispiel, die ersten Twike 3, die wurden in ähnlicher Art und Weise, wurden die über 200 Kunden oder 200 vorauszahlende Kunden, also mit einer Teilanzahlung, wurde eine Absicherung vorgenommen, und das fanden wir als Beispiel ganz gut, weil wir viel Feedback von unseren Kunden bekommen haben oder denen, die von einem Projekt, von Entwicklungen erfahren haben und die Bereitschaft auch signalisiert haben, das ähnlich zu tun. Wir haben ein entsprechendes Vorauszahlungssystem, ein Pre-Order nennen wir es auf Englisch, haben wir entwickelt, was den Kunden auch die Freiheit lässt, selbst eine Anzahlungshöhe, Vorauszahlungshöhe zu bestimmen. Und haben das verknüpft mit einer Verzinsung, die sich am Ende, also bei Wandlung dann in den Kaufvertrag, dann entsprechend positiv auswirkt. Das Zinskonto ist dann auch der Maßstab für die Ranking-Position. Ja. Also für den, der da eine entsprechend frühe Anzahlung, selbst wenn sie klein war, geleistet hat, kann das trotzdem im Laufe der Zeit einen entsprechend guten Kontostand auf dem Zinskonto, auf dem verbundenen Zinskonto haben. Und das wiederum ist in der Reihenfolge sortiert dann die Ranking-Position, also die Auslieferposition für das Fahrzeug. Ja. Man könnte es ja unter dem Überbegriff Crowdfunding so ein bisschen sammeln, vielleicht noch ein bisschen spezieller. Ja. Wie viele Leute haben jetzt einen Twike 5 schon bestellt? Wir haben über 2700 auf einer, Reservierungsliste, die ist aber unverbindlich zunächst, oder auch die Vorauszahlung selber ist noch eine unverbindliche. Aber man sieht natürlich schon diese, ich sage mal, doch praktische Verbindlichkeit im Sinne von, ich leiste eine Zahlung und ich habe da echtes Interesse, da auch in der Rankingposition entsprechend vorne zu sein. Und da sind es schon über 400, die eine entsprechende Vorauszahlung geleistet haben. Ja. Martin, was für ein toller Nachmittag hier bei euch. Das ist wirklich super spannend, was ihr mit einem kleinen Team über die letzten Jahrzehnte auf die Beine gestellt habt. Ja, ist ja so. Ja, es ist wirklich ein beeindruckendes Gefährt. Aber sagt doch mal, was ihr von dem Twike haltet. Das würde mich echt mal interessieren. Das ist ja auch etwas ganz anderes. Sowas habt ihr auf diesem Kanal noch nie vorher gesehen. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bei Interesse durchstöbert unsere Webseite www.twike.com. Meldet euch für einen Newsletter an, da bleibt ihr informiert. Einmal im Monat. Wir stören euch auch nicht damit. Ihr bleibt informiert und wir freuen uns auf euch. Genau, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr mehr aus der Welt der elektrischen Mobilität sehen wollt, vielleicht zukünftig auch mit solchen Projekten, wer weiß, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss. Bis dann.